Hallo, mein lieber Wassermann und natürlich auch ein großes Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Lieber Wassermann, heute mit einer Spezialkartenlegung und zwar geht es heute wirklich um den Aszendenten im Sternzeichen Wassermann. Warum schauen wir uns heute den Aszendenten an? Vielleicht hast du schon mal davon gehört zum Thema Lebensaufgaben, Seelenaufgaben und es gibt tatsächlich äußere Lebensaufgaben und innere Lebensaufgaben. Also wir haben einen äußeren Seelenweg und einen inneren Seelenweg und der Aszendenten gehört zur inneren Lebensaufgabe. Also zum Beispiel die äußere Lebensaufgabe, da gehört zum Beispiel das Thema Selbstverwirklichung dazu, das Thema Berufung finden und leben. Und diese innere Seelenaufgabe, das ist zum Beispiel der Aszendenten. Natürlich gibt es noch andere Punkte, die man beachten muss, aber das ist so einfach ein Hinweis zur inneren Reise, die wir hier auf der Erde jetzt angetreten sind. Darum schauen wir uns heute wirklich die Karten zum Thema Seelenweg, der innere Seelenweg an. Was ist zurzeit wichtig für dich zu wissen? Wo sind vielleicht gewisse Blockaden? Wo darfst du hinschauen? Was darfst du vielleicht so ein bisschen auflösen oder transformieren? Du siehst also, heute geht es ein bisschen mehr um das Thema Transformation und auch um das Thema Bewusstsein. Wie immer, lieber Wassermann, denk aber daran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein, ist auch völlig in Ordnung. Nimm bitte nur das an, was zu dir gehört und biege nichts zurecht. Ja, lieber Wassermann, bist du bereit? Fangen wir doch an. Lieber Wassermann, was ist wichtig für dich zu wissen? Wo darfst du hinschauen? Lieber Wassermann, zu deinem Seelenplan. Was ist wichtig zurzeit? Wir haben zweimal das Stopp. Wir haben grenzenlose Möglichkeiten und Orientierungssuche verehrt. Was ich ganz, ganz spannend finde, lieber Wassermann, dass wir hier bei beiden Karten den Sternenhimmel sehen. Der Wassermann ist das Symbol für die Sterne, ist Symbol für nach den Sternen greifen. Ist auch mit dem Thema Astrologie verbunden. Und ich finde es hier ganz, ganz spannend, dass man hier eben die Sterne sieht. Und die eine Karte Sterne am Himmel, grenzenlose Möglichkeiten, fordert dich dazu auf, dass du dir deiner wahren Größe, deiner wahren Möglichkeiten, die da liegen, dass du die erkennst. Oder wenn du ja zum Himmel schaust, der Himmel ist ja riesig. Und schau mal genau hin, wo in deinem Leben bist du vielleicht zurzeit eher in einem Tunnel und du merkst es nicht. Wo darfst du mehr diesen Weitblick, mehr vielleicht auch in die Ferne blicken? Wo hast du vielleicht auch die Hoffnung verloren? Weil die Sterne stehen auch für Visionen, Träume. Und die Karte möchte, dass du dir wieder dessen bewusst bist. Es kann vielleicht auch helfen, wenn du dich mit Astrologie beschäftigst oder vielleicht auch generell mit dem Thema Channeling oder dich mit dem Universum oder mit deinem höheren Selbst verbinden. Wir haben hier auch noch die Karte Verirrt, Orientierungssuche. So ein bisschen den Platz auf der Welt finden, wohin gehöre ich, was ist meine Berufung, wo ist mein Seelenpartner. Und hier ganz wichtig, vielleicht mal in die Stille gehen und vielleicht auch durch Meditation deinen Geist so ein bisschen ordnen. Und dann kann es sein, dass du Dinge ganz anders siehst oder wahrnimmst als vorher. Also da nicht ins Zerdenken gehen. Es kann aber auch eine Aufforderung sein, dass es an der Zeit ist, in die Veränderung zu gehen, vielleicht einen wahren Platz zu finden. Aber nimm das nur an, falls das dein Thema ist. Also wenn du das Gefühl hast, du stagnierst in deinem Leben schon länger oder du lebst ein Hamsterrad, dann kann es wirklich ein Hinweis sein, dass es an der Zeit ist, in deiner wahren Größe zu finden. Also raus aus dem Hamsterrad,
dass du deine Vision findest und eigentlich deinen Platz auf der Welt, dass du dich wie auf diese Reise machst und nicht immer wieder Dinge wiederholst. Schauen wir mal, was ist denn dein Hauptthema, lieber Wassermann? Dein Hauptthema, die Hauptenergie, wo wir hinschauen dürfen, König der Münzen, Erdung. Vielleicht am Wurzelchakra arbeiten, Erdung. Vielleicht auch das Thema Sicherheit anschauen, falls du merkst, dass du das Thema Existenzängste hast. Warum hast du diese Existenzängste? Was ist die Wurzel dahinter? Wie das Thema Verwurzelung, sich dieses Urvertrauen, oder? Dass du vielleicht dort so ein bisschen hinschaust zum Thema Urvertrauen. Und hier haben wir diese Schöpferenergie, also hier auch die Passion leben, Vision leben. Nimm Chancen wahr, ergreife sie auch, aber vielleicht kannst du sie eben besser ergreifen, wenn du an deinem Urvertrauen zuerst arbeitest, an deinem Wurzelchakra zum Beispiel. Schauen wir mal, König der Münzen. Ja, hier ist ein bisschen, hab keine Angst, auch was andere denken, hab keine Angst, deine Einzigartigkeit zu zeigen. Sei auch nicht ungeduldig, also lass dich auch nicht unter Druck setzen, ganz, ganz wichtig. Und wähle weise, wem du was erzählst, weil 5. Schwert kann manchmal auch auf Personen hindeuten, die neidisch sind, die dein Licht dämmen wollen oder die gar nicht wollen, dass du in deine Größe kommst. Aber du entscheidest, ob du Menschen überhaupt in dein Feld lässt, die so eine Energie haben oder so eine Intention. Das entscheidest ja du. Und darum ist es wichtig, dass du vielleicht mehr entscheidest, wer schadet deinem Fundament und wer nährt dein Fundament. Schauen wir mal, was ist denn die größte Blockade zur Zeit für deinen Seelenweg? Bube der Schwerter. Ja, da musst du ein bisschen aufpassen, dass du dich nicht verlierst bezüglich, ja, ich warte noch, bis ich die Information habe. Ja, ich warte noch, bis ich jetzt das noch bestätigt habe, bis ich das noch bestätigt habe, bis ich noch jenes bestätigt habe. Aber ich meine wirklich das Übertriebene. Zum Beispiel, wenn du jetzt in einer Beziehung bist und er lügt dich an oder sie und nachher findest du es heraus und dann sagst du dir, ja, ich warte jetzt noch, vielleicht ist ja die Person ehrlich. Und dann lügt sie dich wieder an und dann sagst du, ja, ich warte noch, komm, ich warte noch, ja, komm, ich warte noch und dann kommt noch das und jenes, aber du wartest die ganze Zeit auf irgendetwas, aber das kommt gar nie. Und es kann sein, dass das wie eine Art Ausrede ist, dass du nicht losgehen musst, vielleicht auch aus Ängsten. Hier auch vielleicht das Gefühl haben, dass dir eine Information fehlt oder wie noch was fehlt. Und da darfst du dich einfach fragen, hat es auch etwas mit Kontrolle zu tun, oder? Wir wissen ja nicht den ganzen Weg und manchmal getrauen wir uns nicht in die Veränderung zu gehen, weil wir eben nicht wissen, was dabei herauskommt. Und das ist normal, wir können nicht alles kontrollieren, da braucht es einfach ein gewisses Vertrauen auch ins Leben. Und es könnte eben auch damit zu tun haben. Das andere ist, was ich auch wahrnehme, ist bei einigen vielleicht, dass genügend Informationen da wären, aber dass man sie vielleicht nicht sieht. Dass man sie vielleicht eben nicht sieht, warum auch immer. 10. Kelche, ja, hier wieder die Größe. Schauen wir mal, Bube der Schwerter. Also manchmal keine Antwort zu erhalten, ist auch eine Antwort. Eine komische Antwort oder es gibt ja Menschen, die manchmal um den heißen Brei reden, weil sie irgendwie nicht eine Antwort geben wollen. Das kann auch eine Antwort sein. Es kann sein, dass diese Antwort sich dir auch in der Vergangenheit eigentlich schon gezeigt hat. Eine Lösung oder eine Information hat sich schon einmal gezeigt in der Vergangenheit. Also eigentlich hast du die Antwort schon bekommen. Schauen wir mal, was kommt sonst noch? Was ist sonst noch wichtig für deinen Seelenweg zur Zeit? Oder das ist ja einfach eine Momentaufnahme. Wir haben
Ritter der Schwerter, 4 der Stäbe und der Mond. Also hier auch wieder den Sternenhimmel. Ich sehe, Ritter der Schwerter fordert dich auch auf, dass es an der Zeit ist, Entscheidungen zu treffen und Verstrickungen, die dich zurückhalten, loszulassen. Also du wirst Chancen erhalten, dass du dich von Verstrickungen befreien kannst, aber du musst das machen. Also du kannst nicht erwarten, dass jemand anderes für dich die Arbeit übernimmt, sondern du musst aufstehen und das tun. Es kommen aber Situationen, die dich dabei unterstützen, vielleicht auch Zeichen oder Möglichkeiten. Und ich sehe auch, wenn du das tust, dass hier eine Chance kommt, dass du eben mit 4 der Stäbe, dass du eben dieses Fundament, dieser Halt, diese Basis, dass du die bekommst. Ganz, ganz stark, dass du die bekommst. Schauen wir mal, warum Ritter der Schwerter? Ja, Zeit zu entscheiden, Zeit zu handeln und du wirst die Möglichkeit dazu haben. Weil es geht darum, mit dem Wagen auch vorwärts zu gehen und dass du der Fahrer bist auf deinem Lebensweg. Also dass du das Steuerrad lenkst und nicht der Beifahrer bist, oder? Und ich sehe, dass hier Möglichkeiten kommen. Wenn du es nicht tust, kann es schon sein, dass von außen etwas kommt und das für dich übernimmt, aber es ist dann immer so unangenehm. Das kommt dann vielleicht plötzlich und dann bist du vielleicht unvorbereitet. 4 der Stäbe. Der Mond schon wieder. Und 7 der Kelch. Also hier geht es auch ganz stark darum, dass du erkennst, was ist Realität oder welche Wünsche und Träume sind wirklich deine und welche Wünsche und Träume sind vielleicht aus Fremdenergien entstanden oder sind gar nicht deine Träume oder sind vielleicht durch Glaubenssätze entstanden. Also hier geht es auch ganz stark darum, Ordnung in den eigenen Gedanken zu schaffen, Klarheit zu schaffen, eben durch diese Erdung, durch dieses In sich gehen, aber bewusst, also nicht sich in Tagträume verlieren. Und da liegt eben so ein bisschen die Kunst, die Chance, dass du vielleicht in einer Art Tagtraum oder Gedankenwirrwarr verlierst, liegt eben schon da. Und da musst du ein bisschen aufpassen. Schauen wir mal, der Mond. Vor allem, wenn du den Aszendenten im Wassermann hast. Jetzt ist ja zurzeit Pluto rückläufig. Das heißt, du wirst das noch stärker fühlen. Das heißt, Pluto fordert dich auch auf, dass du jetzt mehr nach innen gehst und dir wirklich überlegst, was möchtest du in die Welt hinaustragen? Welchen Ausdruck oder wer möchtest du sein für die Welt? Und ich sehe, dass hier die Tiefe kommt. Hier einfach dich nicht in der Tiefe der Gedanken oder Fantasien verlieren. Schon eben in dieser Erdung bleiben ist ganz, ganz wichtig. Eventuell könnte dir das Thema Ausland helfen. Nur wenn du dich dazu hingezogen fühlst. Eventuell könnte dir oder vielleicht ein Wissen oder eine Unterstützung aus dem Ausland helfen. Vor allem, wenn du das Thema Spiritualität hast. Sehe ich hier ganz, ganz stark. Aber hier einfach schauen, dass du dich nicht in Träume verlierst. Es geht ja darum, dass du dir erlaubst zu träumen, aber dann gilt es ja wieder aufzuwachen und diesen Traum in die Realität umzusetzen. Und dafür brauchst du eben diese Erdung, damit du diesen Halt hast, damit du nicht schwankst und unsicher wirst. Schauen wir mal, was ist denn der Rat, lieber Wassermann, für deinen Seelenweg? Also zurzeit ein aktueller Rat, die Welt. Finde in deiner Größe. Schließe jetzt Themen ab, die schon lange offen sind. Und falls du das Thema Reisen hast, das Thema Auswandern, dann ist die Antwort ja. Oder auch Ausland eine Weiterbildung machen, ist die Antwort ja. Aber finde in deine wahre Größe. Schauen wir mal, was liegt im Schatten, wo schaust du viel zu wenig hin, was kriegt zu wenig Beachtung von dir.
10 der Stäbe und der Eremit, da ein bisschen aufpassen, dass du dich nicht zu sehr mit den Problemen von anderen beschäftigst. Und dass du nicht zu sehr dir Probleme von anderen, dass du dich nicht überlädst mit Fremdenergien. Fokus auch auf dein Leben, weil wenn wir nur den Fokus haben auf das Leben von anderen, kann es manchmal eine Sabotage sein, dass wir uns nicht mit uns beschäftigen müssen. Finde dort einfach die Balance. Du darfst anderen helfen, aber mach es nicht zu deiner Aufgabe, die Probleme an dich zu reißen. Der Eremit fordert dich auch auf, eben mehr tiefer in dein Inneres zu gehen und vielleicht im Inneren aufzuräumen. Also nicht nur Balance im Außen suchen und nicht nur im Außen aufräumen, sondern auch im Inneren aufräumen. Eben durch Meditation oder dich mit den Sternen verbinden oder mit dem Mond verbinden oder einfach vielleicht dich auch mit dem Thema Universum beschäftigen, falls das natürlich dein Thema ist. Ja, lieber Wassermann, das waren die Karten. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.